Sun Tzus Weisheit, um im modernen Leben zu gewinnen. Vor über 2500 Jahren schrieb ein chinesischer General namens Sun Tzu eines der mächtigsten Bücher der Menschheitsgeschichte. Die Kunst des Krieges handelte nicht nur von militärischen Schlachten, es ging um die Kunst, im Leben zu gewinnen. Heute wirst du die tiefsten Lehren von Sun Tzu entdecken, angewendet auf dein modernes Leben. Lektionen über Macht, Strategie, Beziehungen und wie man sich in einer Welt voller Herausforderungen zurechtfindet. Wenn du es satt bist zu verlieren, manipuliert zu werden, deine Ziele nicht zu erreichen, werden diese Worte alles verändern. Aber Achtung, diese Weisheit erfordert Reife. Sie ist nicht für diejenigen, die einfache Abkürzungen wollen, sie ist für diejenigen, die bereit für die Wahrheit sind. Lass uns beginnen. Sieh dir diese Weisheit an. Inmitten des Chaos gibt es auch Gelegenheit. Sun Tzu sah klar, was andere nicht sahen. Wenn alles in der Krise ist, wenn alles zusammenzubrechen scheint, genau dann gedeihen die am besten Vorbereiteten. Die Pandemie von 2020 zerstörte viele Geschäfte. Aber sie schuf auch Milliardäre. Die Finanzkrise von 2008 ruinierte Millionen. Aber einige wurden reich. Warum? Weil während andere in Panik gerieten, sahen sie Gelegenheit. Während andere aufgaben, investierten sie. Während andere sich beschwerten, handelten sie. In deinem Leben sind die Momente der Krise deine größten Tests. Aber sie sind auch deine größten Chancen. Wenn alle Angst haben, sei mutig. Wenn alle verkaufen, kaufe. Wenn alle aufgeben, bleib dran. Sun Tzu sagte etwas, das wenige verstehen. Gewinne deine Schlachten, bevor du kämpfst. Das bedeutet Vorbereitung. Es bedeutet Training. Es bedeutet, bereit zu sein, bevor die Gelegenheit kommt. Die meisten Menschen tun das Gegenteil. Sie warten darauf, dass die Gelegenheit erscheint, um dann mit der Vorbereitung zu beginnen. Und wenn die Chance kommt, sind sie nicht bereit. Sie verlieren. Sun Tzu verbrachte Monate, manchmal Jahre damit, seine Truppen vorzubereiten, das Gelände zu studieren, den Feind zu verstehen, sicherzustellen, dass wenn die Schlacht begann, sie bereits gewonnen war. Du willst einen besseren Job? Beginne jetzt, dich zu qualifizieren. Du willst eine bessere Beziehung. Arbeite jetzt an dir selbst. Du willst mehr Geld? Entwickle jetzt die Fähigkeiten. Warte nicht auf die perfekte Gelegenheit. Bereite dich vor, bevor sie kommt. Hier ist etwas, das gegen alles geht, was du gelernt hast. Wenn du stark bist, zeige Schwäche. Sun Tzu verstand, dass die Zurschaustellung deiner ganzen Stärke gefährlich ist. Das schafft Feinde. Das bringt Menschen dazu, dich stürzen zu wollen. Das setzt ein Ziel auf deinen Rücken. Im modernen Leben ist das relevanter denn je. In sozialen Medien zeigen Menschen jede Errungenschaft, jeden Kauf, jeden Sieg. Und was passiert? Neid, Groll, Angriffe. Sun Tzu würde dir sagen, behalte deine Siege für dich. Zeige nicht alles, was du hast. Offenbare nicht alle deine Pläne. Lass die Menschen dich unterschätzen. Es ist besser zu überraschen als zu alarmieren. Es ist besser, diskret zu sein als ein Ziel. Wahre Stärke braucht keine externe Bestätigung. Und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn du schwach bist, zeige Stärke. Das ist nicht Lügen. Es ist Strategie. Wenn du ein Geschäft beginnst, projizierst du Selbstvertrauen. Wenn du nervös in einem Interview bist, zeigst du Sicherheit. Wenn du Angst hast, handelst du mit Mut. Warum? Weil Wahrnehmung Realität ist. Wenn Menschen Schwäche wahrnehmen, werden sie ausnutzen. Wenn sie Stärke wahrnehmen, werden sie respektieren. Sun Tzu wusste, dass die psychologische Schlacht genauso wichtig ist wie die physische Schlacht. Im modernen Leben zählt dein Image. Deine Haltung zählt. Wie du dich der Welt präsentierst, zählt. Du magst innerlich kämpfen,
aber äußerlich musst du Kontrolle demonstrieren. Sun Tzu lehrte, wenn der Feind in überlegener Position ist, folge ihm nicht. Übersetzt ins moderne Leben, trete nicht in Schlachten ein, die du nicht gewinnen kannst. Konkurriere nicht in Bereichen, wo du im Nachteil bist. Streite nicht mit jemandem, der mehr Macht hat. Kämpfe nicht mit jemandem, der mehr Ressourcen hat. Das ist keine Feigheit. Das ist Weisheit. Wähle Schlachten, wo du einen Vorteil hast. Finde Terrain, wo du stärker bist. Schaffe Gelegenheiten, wo deine Stärken relevant sind und deine Schwächen keine Rolle spielen. Ein 60-Kilo-Kämpfer fordert keinen 120-Kilo-Kämpfer heraus. Er konkurriert in seiner Kategorie. Du brauchst dieselbe Intelligenz. Finde, wo du gewinnen kannst, und fokussiere all deine Energie dort. Jetzt etwas Mächtiges. Wer zuerst auf dem Schlachtfeld ankommt und auf den Feind wartet, ist ausgeruht. Wer später ankommt und zum Kampf rennt, ist müde. Sun Tzu schätzte Vorwegnahme. Früh ankommen. Vorbereitet sein. Das Gelände wählen. In deiner Karriere bedeutet das, proaktiv zu sein, nicht reaktiv. Es bedeutet, Veränderungen zu antizipieren, bevor sie dich zwingen zu ändern. Es bedeutet, immer einen Schritt voraus zu sein. Während andere auf Probleme reagieren, hast du bereits Lösungen. Während andere überrascht werden, hast du es kommen sehen. Während andere hinterherlaufen, hast du die Kontrolle. Komme zuerst an. Bereite das Gelände vor. Wähle die Bedingungen. Und dann warte darauf, dass die anderen zu dir kommen. Sun Tzu warnte, Geschwindigkeit ist die Essenz des Krieges. In der modernen Welt ist Geschwindigkeit Wettbewerbsvorteil. Wer schnell handelt, gewinnt. Wer schnell entscheidet, kommt voran. Wer schnell ausführt, erobert. Während andere denken, handelst du. Während andere perfekt planen, lernst du durch Handeln. Während andere auf Gewissheit warten, akzeptierst du das Risiko und gehst voran. Das bedeutet nicht, rücksichtslos zu sein. Es bedeutet, nicht gelähmt zu sein. Sun Tzu wartete nicht auf perfekte Bedingungen. Er schuf Momentum durch schnelles Handeln. Eine gute Entscheidung, schnell ausgeführt, ist mehr wert als eine perfekte Entscheidung, zu spät ausgeführt. Handle jetzt. Passe später an. Höre dir das genau an. Der General, der nicht vorrückt, um Ruhm zu suchen, noch zurückweicht aus Angst vor Bestrafung, sondern dessen einzige Sorge es ist, sein Volk zu schützen, ist das Juwel des Königreichs. Sun Tzu schätzte Führer, die nicht vom Ego angetrieben wurden, die nicht persönlichen Ruhm suchten, die das Richtige taten, nicht das, was gut aussah. In deinem Leben, wie viele Entscheidungen triffst du aus Ego, um andere zu beeindrucken, um etwas zu beweisen, um deine Eitelkeit zu füttern? Und wie viele dieser Entscheidungen schaden dir? Sun Tzu würde dir sagen, gib dein Ego auf. TO, was funktioniert, nicht was dich gut aussehen lässt. Schütze, was zählt, nicht dein Image. Wahre Führer dienen etwas Größerem als sich selbst. Und du? Was dienst du? Sun Tzu sagte, bedränge keinen verzweifelten Feind. Wenn du jemanden vollständig in die Enge treibst, kämpft er mit letzter Wildheit. Er hat nichts mehr zu verlieren. Das macht ihn gefährlich. Im modernen Leben bedeutet das, demütige deine Gegner nicht vollständig. Zerstöre deine Konkurrenten nicht total. Erniedrige Menschen nicht in Diskussionen. Warum? Weil ein verzweifelter Feind unberechenbar ist. Er kann alles tun. Es ist besser, einen Ausweg zu lassen. Es ist besser, mit Würde zu gewinnen. Es ist besser, Verbündete zu schaffen als ewige Feinde. Sun Tzu gewann Kriege, aber baute auch Frieden. Er verstand, dass morgen dieser Feind ein notwendiger Verbündeter sein könnte. Gewinne, aber mit Weisheit. Hier ist etwas, das meine Perspektive verändert hat. Die siegreichen Krieger gewinnen zuerst und gehen dann in den Krieg. Die besiegten Krieger gehen zuerst in den Krieg und suchen dann zu gewinnen. Siehst du den Unterschied?
Einer etabliert den Sieg vor dem Konflikt. Der andere hofft, während des Konflikts zu gewinnen. In deinem Leben, welcher bist du? Bereitest du dich vollständig vor, bevor du handelst? Oder handelst du ohne Vorbereitung in der Hoffnung, dass es klappt? Sun Tzu trat niemals in eine Schlacht ein, ohne sicherzustellen, dass er jeden möglichen Vorteil hatte. Er wählte das Gelände, wählte den Moment, wählte die Bedingungen. Erst dann kämpfte er. Und als er kämpfte, hatte er bereits gewonnen. Du brauchst dieselbe Mentalität. Bereite dich vollständig vor. Stapele die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten. Und dann, wenn du endlich handelst, ist der Sieg unvermeidlich. Sun Tzu warnte, wenn du keinen definierten Plan hast, wirst du von den Plänen anderer gefangen genommen. Das ist brutal, aber wahr. Wenn du nicht deine eigene Vision aufbaust, baust du die Vision eines anderen. Wenn du keine klare Richtung hast, wirst du als Werkzeug in der Richtung eines anderen benutzt. Bei der Arbeit, wenn du keinen Karriereplan hast, dienst du dem Plan des Unternehmens. In Beziehungen, wenn du nicht weißt, was du willst, wirst du akzeptieren, was andere anbieten. Im Leben, wenn du keinen Zweck hast, wirst du den Zweck eines anderen leben. Sun Tzu hatte immer einen Plan, wusste immer, wohin er wollte, hatte immer Klarheit. Und du? Hast du einen definierten Plan? Oder reagierst du nur auf das, was das Leben dir zuwirft? Sieh dir diese tiefe Weisheit an. Derjenige, der klug ist und auf einen unvorbereiteten Feind wartet, wird siegreich sein. Strategische Geduld. Sun Tzu hatte es nicht eilig. Er wartete auf den richtigen Moment, wartete darauf, dass der Feind einen Fehler machte, wartete darauf, dass die Bedingungen günstig wurden. Im modernen Leben wollen alle sofortige Ergebnisse, schnellen Erfolg, einfaches Geld, sofortige Beziehungen. Und wegen dieser Eile machen sie Fehler. Sie akzeptieren weniger, als sie verdienen. Sie treffen schlechte Entscheidungen unter Druck. Sun Tzu würde dir sagen, habe Geduld, nicht aus Faulheit, sondern aus Strategie. Warte auf die richtige Gelegenheit. Warte darauf, vollständig vorbereitet zu sein. Warte darauf, dass die Bedingungen zu deinen Gunsten sind. Und dann greife mit voller Kraft an. Sun Tzu sagte etwas, das einfach erscheint, aber tiefgründig ist. Interferiere nicht mit einer Armee, die nach Hause zurückkehrt. Warum? Weil Soldaten, die kämpfen, um nach Hause zu kommen, mit totaler Verzweiflung kämpfen. Sie haben maximale Motivation. Im Leben bedeutet das, greife Menschen nicht an, wenn sie für etwas Grundlegendes kämpfen. Ein Vater, der seine Kinder beschützt. Eine Mutter, die ihre Familie verteidigt. Eine Person, die für das Überleben kämpft. Diese Menschen haben eine Kraft, die von etwas Größerem als ihnen selbst kommt. Du wirst nicht im Weg davon sein. Wähle deine Schlachten. Verstehe Motivationen. Und unterschätze niemals jemanden, der für etwas kämpft, das er liebt. Hier ist etwas, das wenige anwenden. Halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher. Sun Tzu wusste, dass du verstehen musst, wer sich dir widersetzt. Nicht aus Paranoia, sondern aus Bewusstsein. Bei der Arbeit musst du wissen, wer mit dir konkurriert. Im Geschäft musst du deine Konkurrenten studieren. Im Leben musst du dir bewusst sein, wer dir nicht Gutes wünscht. Das bedeutet nicht Besessenheit. Es bedeutet Situationsbewusstsein. Viele Menschen leben naiv und denken, alle sind Freunde. Und dann werden sie überrascht. Unvorbereitet erwischt. Verraten. Sun Tzu wurde nie überrascht. Er wusste immer, was um ihn herum geschah. Du solltest dasselbe tun. Sun Tzu lehrte, behandle deine Soldaten gut wie deine geliebten Kinder, und sie werden dir in die tiefsten Täler folgen. Es geht um Führung. Darum, wie du Menschen unter deinem Kommando behandelst. Bei der Arbeit, wie behandelst du dein Team? Zu Hause, wie behandelst du deine Familie? Im Leben, wie behandelst du die Menschen, die von dir abhängen? Schlechte Führer befehlen durch Angst.
Mittelmäßige Führer befehlen durch Autorität. Außergewöhnliche Führer inspirieren echte Loyalität. Sun Tzu wusste, dass loyale Soldaten besser kämpfen, mehr arbeiten, mehr opfern, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Wenn du echte Loyalität wirst, musst du sie verdienen. Behandle Menschen mit echtem Respekt. Kümmere dich um sie. Und sie werden sich um dich kümmern. Jetzt etwas Hartes. Disziplin ohne Menschlichkeit ist Grausamkeit. Menschlichkeit ohne Disziplin ist Schwäche. Sun Tzu fand das Gleichgewicht. Er war fest aber fair. Anspruchsvoll aber mitfühlend. Das ist es, was vielen modernen Führern fehlt. Einige sind zu weich. Versuchen, Freunde von allen zu sein. Vermeiden notwendige Konflikte. Und verlieren Respekt. Andere sind zu hart. Befehlen durch Angst. Ignorieren Gefühle. Und schaffen Groll. Das Gleichgewicht ist selten aber mächtig. Du musst hohe Standards haben. Musst Exzellenz fordern. Aber du musst auch Kontext verstehen. Musst Mitgefühl zeigen, wenn angemessen. Sei nicht schwach, aber sei auch nicht grausam. Finde den Mittelweg. Das ist das Zeichen wahrer Führung. Sun Tzu warnte, es gibt Straßen, die nicht gefolgt werden sollten, Armeen, die nicht angegriffen werden sollten, Städte, die nicht belagert werden sollten. Übersetzung: Es gibt Schlachten, die du nicht führen solltest. Egal wie verlockend es ist. Egal wie sehr dein Ego es will. Einige Schlachten kosten mehr als der Sieg wert ist. Im modernen Leben ist es kritische Weisheit. Du kannst bei einer Diskussion Recht haben, aber eine Beziehung verlieren. Kannst einen rechtlichen Kampf gewinnen, aber deinen Ruf zerstören. Kannst einen Konkurrenten besiegen, aber einen Feind fürs Leben machen. Sun Tzu berechnete immer die Gesamtkosten. Nicht nur die unmittelbaren Kosten, sondern die langfristigen Kosten. Bevor du in einen Konflikt eintrittst, frage: Ist es das wert? Wiegt das, was ich gewinne, auf, was ich verliere? Manchmal ist die Antwort nein. Und dann gehst du weg. Sieh dir das an. Wenn du umzingelt bist, musst du kämpfen. Aber Sun Tzu sagte auch, lass dich nicht umzingeln. Es geht darum, Optionen zu schaffen. Im Leben habe immer einen Plan B. Habe immer einen Ausweg. Versetze dich nie in eine Position, wo du keine Wahlmöglichkeiten hast. Bei der Arbeit bedeutet das, Ersparnisse zu haben, übertragbare Fähigkeiten zu haben, ein Netzwerk von Kontakten zu haben, damit, wenn alles zusammenbricht, du nicht gefangen bist. In Beziehungen bedeutet es, deine Unabhängigkeit zu bewahren, deine eigene Identität, damit du nie das Gefühl hast, in etwas Toxischem bleiben zu müssen. In Finanzen bedeutet es Diversifizierung, multiple Einkommensquellen, damit der Verlust einer dich nicht zerstört. Sun Tzu hatte immer Fluchtwege, hatte immer Alternativen. Du solltest das auch haben. Sun Tzu sagte, die Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung, die Möglichkeit des Sieges im Angriff. Du brauchst beides. Eine starke Verteidigung schützt dich, hält dich am Leben, gibt dir Stabilität. Aber nur Verteidigung bringt dich nie dorthin, wo du hin willst. Du musst auch angreifen, Initiative ergreifen, Gelegenheiten suchen. Viele Menschen sind nur Verteidigung. Sie sparen, aber investieren nie. Sie vermeiden Risiken, aber wachsen nie. Sie schützen sich, aber kommen nie voran. Andere sind nur Angriff. Sie nehmen Risiken ohne Schutz, geben alles aus, was sie verdienen, haben kein Sicherheitsnetz. Und wenn sie fallen, fallen sie hart. Sun Tzus Gleichgewicht: Baue zuerst starke Verteidigungen auf. Schütze, was du hast. Und dann, von dieser Position der Stärke, greife Gelegenheiten mit Selbstvertrauen an. Hier ist etwas, das verändern wird, wie du Wettbewerb siehst. Wenn dein Gegner temperamentvoll ist, versuche ihn zu reizen. Sun Tzu nutzte emotionale Schwächen aus. Wenn ein General impulsiv war, provozierte er ihn. Wenn er stolz war, beleidigte er ihn. Wenn er ängstlich war,
schüchterte er ihn ein. Warum? Weil Emotionen das Urteilsvermögen trüben. In der modernen Welt, wie viele Menschen kennst du, die schreckliche Entscheidungen treffen, wenn sie emotional sind? Die ausgeben, wenn sie traurig sind. Die streiten, wenn sie wütend sind. Die aufgeben, wenn sie Angst haben. Sun Tzu war ein Meister der emotionalen Kontrolle. Er behielt einen kühlen Kopf und nutzte die Emotionen anderer gegen sie. Die Lektion für dich: Kontrolliere deine Emotionen oder sie werden dich kontrollieren. Treffe keine wichtigen Entscheidungen, wenn du emotional bist. Warte, atme, denke und dann entscheide. Sun Tzu lehrte: Wenn du zu lange wartest, um anzugreifen, kann deine Waffe ihre Schärfe verlieren. Timing ist alles. Handle zu früh, du scheiterst. Handle zu spät, du verpasst die Gelegenheit. Im Leben ist das in allem wahr. Beziehungen haben Fenster. Karrierechancen verfallen. Investitionen haben ideale Momente. Die meisten Menschen irren auf der Seite der Verzögerung. Sie warten zu lange, analysieren zu viel, prokrastinieren. Und wenn sie endlich handeln wollen, ist es zu spät. Der Moment ist vorbei. Die Gelegenheit ging an einen anderen. Sun Tzu hatte perfektes Timinggefühl. Er wusste, wann er warten sollte. Aber er wusste auch, wann er schnell handeln musste. Du musst diese Intuition entwickeln. Nicht immer wirst du vollständige Information haben. Nicht immer wirst du dich 100% bereit fühlen. Aber es wird einen Moment geben, wo du entscheiden musst, jetzt oder nie. Lerne, diese Momente zu erkennen. Sieh dir diese tiefe Wahrheit an. Im Krieg ist der Weg zu täuschen. Aber Sun Tzu klärte auf, alle militärische Strategie basiert auf Täuschung. Das bedeutet, falsche Erwartungen zu schaffen, den Feind eine Sache denken zu lassen, während du eine andere tust. In deinem Leben bedeutet das nicht, unehrlich zu sein. Es bedeutet, nicht alle deine Karten zu offenbaren. Es bedeutet, deine Pläne privat zu halten, bis sie fertig sind. Es bedeutet, deine Absichten nicht zu telegrafieren. Wie viele Menschen verkünden ihre Ziele, bevor sie handeln? Und dann stoßen sie auf Widerstand, stoßen auf Kritik, stoßen auf Menschen, die versuchen, sie zu sabotieren. Sun Tzu würde dir sagen, arbeite in Stille. Lass deinen Erfolg den Lärm machen. Diskutiere deine Pläne nicht. Zeige deine Ergebnisse. Überrasche die Welt mit Errungenschaften, nicht mit Versprechen. Sun Tzu sagte, belohne ohne die Regel zu berücksichtigen. Veröffentliche Befehle ohne Präzedenzfälle zu konsultieren. Das bedeutet, dass außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Antworten erfordern. Du kannst nicht immer dem Handbuch folgen. Manchmal musst du improvisieren, anpassen, deine eigenen Regeln brechen. In der modernen Welt sind die Menschen, die gewinnen, diejenigen, die wissen, wann sie Regeln befolgen und wann sie brechen. Erfolgreiche Unternehmer folgen nicht dem traditionellen Weg. Revolutionäre Künstler respektieren keine Konventionen. Transformative Führer beschränken sich nicht auf Präzedenzfälle. Sun Tzu war orthodox, wenn nötig. Aber wenn er musste, erfand er nie zuvor gesehene Taktiken. Du brauchst dieselbe Flexibilität. Lerne die Regeln, aber sei kein Sklave von ihnen. Jetzt etwas, das wenige verstehen. So wie Wasser keine konstante Form hat, gibt es keine konstanten Bedingungen im Krieg. Alles ändert sich. Immer. Was heute wahr ist, ist morgen vielleicht nicht. Was gestern funktionierte, funktioniert heute vielleicht nicht. Im modernen Leben ist das die Regel Nummer 1. Technologie ändert sich. Wirtschaft ändert sich. Gesellschaft ändert sich. Du musst dich mitverändern. Starre Menschen brechen. Unflexible Menschen bleiben zurück. Menschen, die sich weigern zu entwickeln, werden irrelevant. Sun Tzu war wie Wasser. Er nahm die Form des Behälters an. Wenn das Gelände bergig war, passte er sich an. Wenn der Feind aggressiv war, änderte er die Strategie. Du brauchst dieselbe Flüssigkeit. Sei nicht dogmatisch.
Bleibe nicht in alten Formen stecken. Fließe mit den Veränderungen. Passe dich ständig an. Entwickle dich ohne Unterlass. Sun Tzu warnte: Ein General, der die Taktiken des Hinterhalts nicht versteht, kann nicht vorrücken. Das bedeutet, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein. Auf Verrat, auf Überraschungen, auf Probleme, die du nicht kommen sahst. Im Leben wirst du in einen Hinterhalt geraten. Durch die Finanzkrise, die du nicht erwartet hast. Durch den Verrat, den du nicht gesehen hast. Durch die Krankheit, die du nicht vorhergesehen hast. Die Frage ist nicht, ob du in einen Hinterhalt gerätst. Es ist wann und wie du reagieren wirst. Sun Tzu hatte immer Notfallpläne. Er wartete immer das Unerwartete. Hatte immer Ressourcen für Notfälle aufbewahrt. Du solltest dasselbe tun. Habe einen Notfallfonds. Habe alternative Pläne. Habe mentale Flexibilität, um mit dem Chaos umzugehen. Denn es kommt. Für alle. Früher oder später. Hier ist etwas, das dein Leben retten kann. Vertraue nicht darauf, dass der Feind nicht kommt, sondern vertraue auf deine Vorbereitung, ihn zu empfangen. Sun Tzu war nicht paranoid, aber er war auch nicht naiv. Er nahm nicht an, dass alles gut werden würde. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor, hoffte auf das Beste, aber plante für das Schlimmste. In deinem Leben, wie viele Probleme hätten mit Vorbereitung vermieden werden können? Wie viele Krisen hätten mit Planung kleiner sein können? Wie viele Katastrophen waren vorhersehbar, aber du hast sie ignoriert? Sun Tzu würde dir sagen: Bereite dich vor. Lebe nicht in Angst, aber lebe auch nicht in Illusionen. Die Welt ist unvorhersehbar. Menschen werden dich enttäuschen. Pläne werden scheitern. Probleme werden auftauchen. Die Frage ist, wirst du bereit sein? Sun Tzu lehrte: Eine militärische Formation, die sich nicht ändert, ist schlecht. Das geht darum, nicht vorhersehbar zu sein. Darum, deinen Ansatz zu variieren. Darum, Menschen raten zu lassen. Im modernen Leben, wenn du vorhersehbar bist, bist du verwundbar. Wenn jeder weiß, wie du reagierst, können sie dich manipulieren. Wenn dein Muster offensichtlich ist, kannst du ausgenutzt werden. Sun Tzu änderte ständig Taktiken. Er benutzte nie zweimal dieselbe Strategie. Er hielt Feinde verwirrt, unfähig zu antizipieren. In deinem Leben sei nicht so vorhersehbar. Variiere deine Routinen. Ändere deine Ansätze. Überrasche Menschen positiv. Das bedeutet nicht, inkonsistent zu sein. Es bedeutet, anpassungsfähig zu sein. Es bedeutet, mehrere Werkzeuge zu haben. Mehrere Strategien und zu wissen, welche wann zu verwenden ist. Sieh dir das an. Der kritische Moment zum Angriff ist, wenn die Formation gebrochen ist. Sun Tzu wartete auf Schwächen, auf Momente der Verletzlichkeit, auf perfekte Gelegenheiten. Im Leben ist diese Weisheit mächtig. Bei der Arbeit wartest du auf den richtigen Moment, um nach einer Beförderung zu fragen. Wenn das Unternehmen gut läuft. Wenn du gerade unglaubliche Ergebnisse geliefert hast. In Beziehungen wählst du den richtigen Moment für schwierige Gespräche. Wenn beide ruhig sind. Wenn es Offenheit gibt. Im Geschäft machst du Angebote, wenn der Kunde es braucht. Wenn er bereit ist. Falsches Timing tötet selbst die besten Ideen. Richtiges Timing lässt mittelmäßige Ideen funktionieren. Sun Tzu verstand das perfekt. Und du musst es auch verstehen. Sun Tzu sagte etwas Brutales. Die geschickten Krieger der Antike machten sich zuerst unbesiegbar und warteten dann auf die Verletzlichkeit des Feindes. Unbesiegbarkeit geht nicht darum, niemals angegriffen zu werden. Es geht darum, so gut vorbereitet zu sein, dass Angriffe dich nicht zerstören. In deinem Leben bedeutet das, solide Fundamente zu bauen. Starke Gesundheit, stabile Finanzen, solide Beziehungen, wertvolle Fähigkeiten, makellose Reputation. Wenn du diese Grundlagen hast, kannst du jeden Sturm überstehen. Du kannst Schläge einstecken und aufrecht bleiben.
Die meisten Menschen tun das Gegenteil. Sie greifen Gelegenheiten an, ohne Verteidigung zu haben. Und wenn etwas schief geht, brechen sie vollständig zusammen. Sun Tzu baute zuerst Unbesiegbarkeit auf. Erst danach suchte er den Sieg. Du solltest dasselbe tun. Hier ist Weisheit, die gegen den gesunden Menschenverstand geht. Täusche Schwäche vor, damit der Feind arrogant wird. Sun Tzu nutzte strategische Demut. Er ließ Feinde seine Kräfte unterschätzen. Und als sie mit übermäßigem Selbstvertrauen angriffen, zerstörte er sie. Im modernen Leben lass die Menschen dich unterschätzen. Korrigiere nicht alle falschen Annahmen. Beweise deinen Wert nicht für diejenigen, die zweifeln. Arbeite in Stille. Lass sie denken, du seist weniger fähig. Und dann, wenn es zählt, zeige, woraus du gemacht bist. Die Arroganz der anderen ist dein Vorteil. Je mehr sie dich unterschätzen, desto weniger vorbereitet werden sie sein. Das ist keine Unehrlichkeit. Es ist intelligente Strategie. Sun Tzu lehrte, wenn deine Truppen zu zahlreich sind, vertraue ihnen nicht. Das erscheint seltsam, aber die Weisheit ist tiefgründig. Quantität ist nicht Qualität. Oft ist ein kleines, engagiertes Team mehr wert als eine große, desinteressierte Armee. Im modernen Leben gilt das für alles. Im Geschäft brauchst du nicht 1000 Mitarbeiter. Du brauchst 10 außergewöhnliche. In Freundschaften brauchst du nicht Hunderte von Bekannten. Du brauchst 5 wahre Freunde. Bei Projekten brauchst du nicht Dutzende von Aufgaben. Du brauchst 3 klare Prioritäten. Sun Tzu schätzte Qualität über Quantität. Fokus über Streuung. Tiefe über Breite. Weniger kann mehr sein, wenn jedes Element außergewöhnlich ist. Sieh dir diese Wahrheit an. Befehle das Schicksal, gehorche ihm nicht. Sun Tzu glaubte daran, Kontrolle zu übernehmen. Deine Zukunft zu schaffen, nicht nur darauf zu reagieren. Im modernen Leben leben die meisten Menschen im reaktiven Modus. Sie wachen auf und antworten auf E-Mails, reagieren auf Probleme, reagieren auf Forderungen anderer. Sie hören nie auf zu entscheiden, was sie wollen. Sun Tzu ergriff die Initiative. Er diktierte die Bedingungen, wählte, wo zu kämpfen, wählte, wann zu kämpfen, wählte, wie zu kämpfen. Du musst dasselbe tun. Entscheide deine Prioritäten. Schütze deine Zeit. Erstelle deine Agenda. Lass das Leben dir nicht passieren. Mache du dem Leben passieren. Das ist der Unterschied zwischen mit Zweck leben und nur überleben. Sun Tzu warnte, diejenigen, die die Pläne rivalisierender Staaten nicht kennen, können keine Allianzen vorbereiten. Es geht darum, informiert zu sein. Darum, den größeren Kontext zu verstehen. Darum, zu wissen, was um dich herum geschieht. Im modernen Leben ist Unwissenheit keine Entschuldigung. Du musst deine Branche verstehen, Wirtschaft verstehen, Politik verstehen, Technologie verstehen. Du musst kein Experte in allem sein, aber du musst ein allgemeines Bewusstsein haben. Warum? Weil informierte Entscheidungen besser sind als blinde Entscheidungen. Sun Tzu wusste immer, was geschah. Er hatte Spione, hatte Informanten, hatte Intelligenz. Heute hast du das Internet. Du hast Zugang zu allem menschlichen Wissen. Nutze das zu deinem Vorteil. Jetzt etwas über Führung. Ein Führer führt durch Beispiel, nicht durch Kraft. Sun Tzu respektierte Führer, die taten, nicht nur befahlen. Die Seite an Seite mit ihren Truppen kämpften. Die Risiken teilten. In der modernen Welt, wie viele Führer kennst du, die von anderen verlangen, was sie nicht tun? Chefs, die Überstunden verlangen, aber früh gehen. Eltern, die Disziplin verlangen, aber keine Selbstkontrolle haben. Menschen, die Ehrlichkeit predigen, aber lügen. Diese Heuchelei zerstört Respekt. Sun Tzu würde dir sagen, wenn du etwas von anderen willst, demonstriere es zuerst. Willst du ein engagiertes Team? Sei engagiert. Willst du verantwortungsvolle Kinder? Sei verantwortungsvoll. Willst du loyale Freunde? Sei loyal.
Du kannst nicht verlangen, was du nicht demonstrierst. Führung ist Beispiel, nicht Diskurs. Sun Tzu sagte, mache Lärm im Osten, greife im Westen an. Das geht um Irreführung. Darum, Gegner an den falschen Ort schauen zu lassen. Im Berufsleben, während Konkurrenten sich auf einen Bereich konzentrieren, entwickelst du Vorteile in einem anderen. Während alle um einen Markt kämpfen, schaffst du einen neuen. Während alle einer Strategie folgen, erfindest du eine andere. Sun Tzu griff nie dort an, wo sie es erwarteten. Er überraschte immer. Und Überraschung ist massiver Vorteil. Wenn niemand es erwartet, sind die Verteidigungen schwach. Der Widerstand ist gering. Du kommst mit Leichtigkeit voran. Denk darüber nach in deiner Karriere. Wo konkurrieren alle? Vermeide dort. Wo schaut niemand hin? Erkunde das. Der geringste Widerstand führt oft zu den größten Ergebnissen. Hier ist etwas über Ressourcen. Derjenige, der das hohe Gelände besetzt, hat einen Vorteil. Sun Tzu schätzte strategische Position. Schlüsselressourcen zu kontrollieren. Strukturellen Vorteil zu haben. Im modernen Leben bedeutet das, Vermögenswerte aufzubauen. Seltene Fähigkeiten zu haben. Einflussreiche Positionen zu besetzen. Wertvolle Ressourcen zu kontrollieren. Wenn du positionalen Vorteil hast, musst du nicht so hart arbeiten. Die Struktur arbeitet zu deinen Gunsten. Ein Arzt arbeitet nicht mehr Stunden als ein Kellner, aber verdient mehr. Warum? Position. Seltene Fähigkeit. Jahre der Vorbereitung. Sun Tzu würde dir sagen, arbeite nicht nur hart, arbeite strategisch. Baue strukturelle Vorteile auf. Besetze hohes Gelände. Und dann wird der Sieg einfacher. Sun Tzu lehrte, schätze deine Spione über alles. Information war seine wertvollste Ressource. Zu wissen, was der Feind plante. Seine Schwächen zu kennen. Seine Bewegungen zu antizipieren. In der modernen Welt ist Information immer noch Macht. Aber jetzt ist sie für alle verfügbar. Der Unterschied liegt darin, wer sie nutzt. Du kannst dieselben Dinge wissen, die Milliardäre wissen. Dieselben Bücher, dieselben Prinzipien, dieselben Strategien. Warum sind sie also Milliardäre und du nicht? Weil sie die Information anwenden. Verwandeln Wissen in Handlung. Die meisten Menschen sammeln Informationen, aber benutzen sie nie. Sie lesen, aber implementieren nicht. Sie wissen, aber tun nicht. Sun Tzu sammelte nicht nur Intelligenz. Er handelte basierend darauf. Tu dasselbe. Sieh dir diese tiefe Wahrheit an. Es gibt kein Ende der Subtilität. Es gibt kein Ende der Tiefe. Sun Tzu verstand, dass Strategie unendliche Schichten hat. Dass es immer eine tiefere Ebene gibt. Dass wahre Meister niemals aufhören zu lernen. In deinem Leben denke niemals, du weißt alles. Denke niemals, du bist angekommen. Es gibt immer mehr zu entdecken. Es gibt immer einen besseren Weg. Es gibt immer eine neue Perspektive. Die gefährlichsten Menschen sind diejenigen, die denken, sie wissen alles. Sie hören auf zu lernen, hören auf zu wachsen, stagnieren. Und dann zieht die Welt an ihnen vorbei. Sun Tzu studierte ständig, passte sich ständig an, verbesserte sich ständig. Mit 80 Jahren wäre er immer noch Schüler. Du solltest dieselbe Mentalität haben. Niemals angekommen. Immer lernend. Immer entwickelnd. Sun Tzu sagte, lass deine Belohnungen unerwartet sein. Deine Befehle, unorthodox. Das hält die Menschen aufmerksam, engagiert, unfähig, sich niederzulassen. Im Leben, wenn du zu vorhersehbar bist, nehmen die Menschen dich als selbstverständlich. Wenn du immer auf die gleiche Weise belohnst, verliert es an Wirkung. Wenn du immer auf die gleiche Weise handelst, verlierst du die Überraschung. Sun Tzu hielt seine Truppen durch positive Unvorhersehbarkeit motiviert. Unerwartete Belohnungen haben mehr Wirkung. Ungeplante Gesten haben mehr Bedeutung. In deinem Leben sei nicht robotisch. Überrasche Menschen positiv. Brich manchmal deine eigenen Muster.
Das hält Beziehungen frisch, hält dich interessant, hält andere aufmerksam. Hier ist etwas über Selbsterkenntnis. Wenn du dich selbst nicht kennst, wird jede Schlacht eine sichere Niederlage sein. Sun Tzu kam immer darauf zurück. Selbsterkenntnis als Fundament von allem. Denn wenn du deine Schwächen nicht kennst, kannst du sie nicht schützen. Wenn du deine Grenzen nicht kennst, wirst du sie überschreiten. Wenn du deine Muster nicht verstehst, wirst du sie wiederholen. Im modernen Leben ist das kritisch. Du musst die innere Arbeit machen, deine Auslöser verstehen, deine Laster erkennen, deine Lieblingslügen identifizieren, deine blinden Flecken sehen. Das ist schmerzhaft. Es ist unangenehm. Die meisten Menschen vermeiden es. Und deshalb wiederholen sie jahrzehntelang dieselben Fehler. Sun Tzu würde dir sagen, die erste Schlacht ist gegen deine eigenen Illusionen. Gewinne sie zuerst, dann kannst du jede andere gewinnen. Sun Tzu lehrte, inmitten von Chaos und Gelegenheit musst du Klarheit bewahren. Wenn alles in der Krise ist, wenn der Druck intensiv ist, wenn der Stress maximal ist, dann wird mentale Klarheit am wertvollsten. Und am seltensten. Im modernen Leben wirst du getestet werden. Es wird Momente geben, wo alles zusammenzubrechen scheint, wo Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, wo es keine Zeit für tiefe Analyse gibt. In diesen Momenten gewinnt, wer einen kühlen Kopf bewahrt. Wer in Panik gerät, verliert. Sun Tzu trainierte mentale Klarheit, übte, unter Druck ruhig zu bleiben, entwickelte die Fähigkeit, inmitten des Chaos klar zu denken. Du musst dasselbe tun. Übe kontrollierten Stress. Entwickle mentale Widerstandsfähigkeit. Trainiere Entscheidungen unter Druck. Denn wenn der Moment kommt, und er wird kommen, musst du bereit sein. Sieh dir das an. Kenne das Gelände, kenne das Klima. Sun Tzu studierte die Umgebung, den Kontext, die Bedingungen. Im modernen Leben bedeutet das, den Moment zu verstehen, die Wirtschaft zu verstehen, soziale Trends zu verstehen, technologische Veränderungen zu verstehen. Eine Strategie, die 2010 funktionierte, funktioniert vielleicht nicht 2025. Das Gelände hat sich verändert. Das Klima hat sich verändert. Du musst dich mitverändern. Menschen, die in der Vergangenheit stecken bleiben, werden irrelevant. Menschen, die die Gegenwart nicht verstehen, treffen schlechte Entscheidungen. Menschen, die die Zukunft nicht antizipieren, bleiben zurück. Sun Tzu war immer mit seiner Umgebung im Einklang. Er wusste, dass selbst der beste Stratege scheitern wird, wenn er den Kontext nicht versteht. Studiere deine Umgebung. Verstehe deine Zeit. Passe dich dem aktuellen Klima an. Sun Tzu sagte, sei extrem geheimnisvoll, bis zu dem Punkt, unhörbar zu sein. Sei extrem subtil, bis zu dem Punkt, formlos zu sein. So kannst du der Regisseur des Schicksals des Gegners sein. Es geht um stille Macht, unsichtbaren Einfluss, Kontrolle ohne Aufsehen. In der modernen Welt sind die mächtigsten Menschen selten die lautesten. Sie operieren hinter den Kulissen, treffen Entscheidungen, die Millionen betreffen. Aber du siehst ihre Namen nie. Sun Tzu schätzte diese Art von Macht. Macht, die nicht angekündigt werden muss. Einfluss, der nicht validiert werden muss. Kontrolle, die nicht zur Schau gestellt werden muss. Du willst echte Macht? Arbeite in Stille. Bau privat auf. Lass deine Ergebnisse sprechen. Diejenigen, die über ihre Macht schreien müssen, haben sie selten wirklich. Hier ist Weisheit über Beharrlichkeit. Wasser, das beharrlich fällt, durchbohrt den Stein. Sun Tzu verstand, dass konstante Kraft, selbst wenn klein, schließlich gewinnt. Im Leben brauchst du keine riesigen Veränderungen. Du brauchst kleine Beständigkeit. 1% besser jeden Tag. Eine kleine Aktion wiederholt. Eine Gewohnheit beibehalten. Im Laufe der Zeit schafft das massive Ergebnisse. Aber die meisten Menschen wollen sofortige Transformation. Wollen Erfolg über Nacht. Wollen den perfekten Körper in 30 Tagen.
wollen Reichtum in 6 Monaten. Und wenn sie es nicht bekommen, geben sie auf. Sun Tzu würde dir sagen, sei wie Wasser, beharrlich, beständig, unerbittlich. Hör nicht auf, gib nicht auf, mache weiter vorwärts, selbst wenn langsam. Der Stein wird schließlich brechen. Sun Tzu lehrte, der erfolgreiche Kommandant gewinnt, bevor die Schlacht geschlagen wird. Das ist Sieg durch Vorbereitung, durch Planung, durch Positionierung. In deinem Leben, wie viele Schlachten könntest du mit angemessener Vorbereitung vollständig vermeiden? Finanzielle Probleme, wenn du sparen würdest. Gesundheitskrisen, wenn du dich kümmern würdest. Beziehungskonflikte, wenn du kommunizieren würdest. Berufliche Misserfolge, wenn du dich qualifizieren würdest. Die meisten Probleme sind vorhersehbar und vermeidbar, aber Menschen ignorieren Zeichen, verschieben Vorbereitung, vermeiden präventive Arbeit. Und dann, wenn die Krise kommt, geben sie dem Pech die Schuld. Sun Tzu würde dir sagen, es gibt kein Pech. Es gibt mangelnde Vorbereitung. Gewinne deine Schlachten, bevor sie beginnen. Bereite dich vor, wenn du nicht musst. Damit, wenn du musst, du bereits bereit bist. Sieh dir diese Wahrheit über Timing an. Es reicht nicht zu wissen. Du musst anwenden. Es reicht nicht zu wollen. Du musst tun. Sun Tzu schätzte Handlung über alles. Wissen ohne Anwendung ist nutzlos. Absicht ohne Ausführung ist leer. Im modernen Leben weiß jeder, was er tun sollte. Sollte besser essen, mehr trainieren, Geld sparen, mehr studieren, Beziehungen verbessern. Jeder weiß es. Aber wie viele tun es? Wenige. Der Unterschied zwischen denen, die gewinnen, und denen, die nicht gewinnen, ist nicht Wissen. Es ist Ausführung. Sun Tzu plante nicht nur. Er handelte, dachte nicht nur. Er führte aus. Du hast jetzt genug Wissen. Du weißt, was du tun musst. Die Frage ist, wirst du es tun? Oder wirst du weiterhin nur wissen? Sun Tzu sagte etwas, das perfekt abschließt. Gelegenheiten vervielfachen sich, wenn sie ergriffen werden. Jede Handlung, die du unternimmst, öffnet neue Türen. Jeder kleine Sieg schafft Momentum für den nächsten. Jeder Schritt vorwärts macht den nächsten Schritt einfacher. Aber du musst beginnen. Musst den ersten Schritt machen. Musst die erste Gelegenheit ergreifen. Die meisten Menschen warten. Warten darauf, bereit zu sein. Warten darauf, sicher zu sein. Warten auf den perfekten Moment. Und während sie warten, passiert nichts. Sun Tzu würde dir sagen, beginne jetzt. Mit dem, was du hast. Von wo du bist. Die erste Gelegenheit wird dich zur zweiten führen. Die zweite zur dritten. Und bevor du es merkst, wirst du an einem Ort sein, den du dir nicht vorstellen konntest. Aber alles beginnt mit einer Entscheidung. Die Gelegenheit vor dir ergreifen. Jetzt. Sun Tzu lebte vor 2500 Jahren. Aber seine Weisheit bleibt. Warum? Weil sich die menschliche Natur nicht ändert. Die grundlegenden Herausforderungen bleiben dieselben. Wie man gewinnt, wie man sich schützt, wie man führt, wie man in einer wettbewerbsorientierten Welt erfolgreich ist. Du hast gerade Weisheit erhalten, deren Entwicklung ein ganzes Leben dauerte, die in Hunderten von Schlachten getestet wurde, die Imperien formte, die jahrtausendelang Führer beeinflusste. Die Frage jetzt ist, was wirst du damit tun? Wirst du nur wissen? Oder wirst du anwenden? Wirst du nur verstehen? Oder wirst du transformieren? Weisheit hat nur Wert, wenn sie genutzt wird. Sun Tzu schrieb nicht, um bewundert zu werden. Er schrieb, um angewendet zu werden. Also wende an. Dein Leben ist dein Schlachtfeld. Deine Entscheidungen sind deine Strategien. Deine Handlungen bestimmen dein Schicksal. Gewinne zuerst in deinem Verstand. Bereite dich vollständig vor. Wähle deine Schlachten. Und dann, wenn du endlich handelst, ist der Sieg unvermeidlich. Das ist die Kunst des Krieges. Das ist die Kunst, im Leben zu gewinnen. Nutze sie gut.